Hallo, seid mir herzlich willkommen zum vierten Teil meines Studio-Orgel-Kanals. Heute geht es um die Windlade des zweiten Manuals und außerdem, weil sich doch in den letzten Monaten ein bisschen was getan hat hier, möchte ich euch ein kurzes Update zeigen. Ja, da möchte ich erstmal anfangen mit dem Update, also mit dem Baufortschritt hier von meiner Hausorgel. Die wichtigste Neuerung der letzten Monate war wohl, dass ich hier einen Holzboden gelegt habe, also ein Fertigparkett aus Echtholz. Dadurch wird es hier doch wesentlich heimeliger. Außerdem habe ich mal die Wände getüncht, das war auch mal nötig nach vielen Jahren. Und der Vorteil ist jetzt, das habt ihr vielleicht schon gesehen, der Spiegel steht ein bisschen anders. Der steht eigentlich auf Rollen, aber den konnte ich kaum bewegen vorher, weil der alte gemauerte Kellerboden doch sehr uneben war und der Spiegel dann dauernd hängen geblieben ist. Das ist jetzt kein Problem mehr auf dem neuen Holzboden. Jetzt also zur Windlade des zweiten Manuals. Die habe ich aus der alten Heiligkreuz-Orgel in Würzburg. Das ist eine Orgel, die vom Siemann 1935 gebaut worden ist und wurde 1969 von Hindelang erweitert. Und zwar genau eben um diese Windlade. Die Windlade selbst ist eine Schleiflade. Wie genau so eine Schleiflade funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Die Pfeifen sind hier ganztönig angeordnet, also in C- und Cis-Seite geteilt. Das heißt, C, D, E, Fis, Gis und B befinden sich links und Cis, Dis, F, G, A und H befinden sich rechts. Das Ganze ergibt eine V-Anordnung. Ursprünglich handelte es sich bei dieser Windlade um eine typische Positivdisposition, wie sie damals gern gebaut wurde. Im Prospekt war das Principalino 4 Fuß, das habe ich nicht mit übernommen. Die Copula ist geblieben, ebenso die Spielflöte, die jetzt Koppelflöte heißt, und das Krummhorn. Das Krummhorn kommt aus der Siemann-Orgel von 1935, also der ursprünglichen Orgel, und hat eine sehr weite Mensur. Dazu kam dann zur Vervollständigung des Cornet décomposé Nasard und Terz. Die Terz habe ich einmal geschenkt bekommen, allerdings sind die Pfeifen doch ziemlich minderwertig. Sie stammen aus der vor vielen Jahren aufgegebenen Orgel in Gaubüttel-Brunn aus dem Jahre 1935. Die werde ich eines Tages gegen bessere Pfeifen tauschen. Die Oktave 2 Fuß habe ich bei eBay vertickt, die ist jetzt in Spanien. Dafür habe ich die Waldflöte 2 Fuß aus der Kitzinger Chororgel eingebaut. Mehr dazu in der Folge 2. Das Gemshorn stammt auch noch aus der Heiligkreuz-Orgel, allerdings stand dies auf der Hauptwerklade und stammt noch vom Siemann-Teil der Orgel und ersetzte hier bei mir das Principalino. Es steht auch erst ab C0 auf der Windlade, die große Oktave habe ich auf eine Extralade gestellt und gekröpft. So eine vorhandene Windlade lässt sich ja leider nicht komplett umkrempeln, der Platz muss reichen und natürlich auch der Wind. Und daher musste ich in der Disposition ein paar Kompromisse machen. Zum Beispiel stehen Krummhorn und Cornet décomposé auf der gleichen Lade. Das heißt, ich kann die beiden Register im klassischen Duo nicht gegeneinander spielen. Das ging aus Platzgründen leider nicht anders. Bei der Quinte 1/3 bin ich unentschlossen. Ich weiß nicht, ob ich die drin lasse. Im Moment ist sie ganz gut dort, weil ich das Hauptwerk noch nicht fertig habe und die Orgel deshalb noch keine Mixtur hat. Mit der Quinte kann ich das dann ein bisschen auffangen. Auf Lager hätte ich für diese Stelle noch ein Saditional 4 Fuß aus England. Da bin ich mir aber noch unschlüssig, ob ich das anstelle der Quinte wirklich einbaue. Was meint denn ihr dazu? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja, ich rede die ganze Zeit von einer Windlade des zweiten Manuals. Eigentlich ist die momentan dem ersten Manual zugeordnet. Sobald aber das Hauptwerk fertig ist, drückt sie auf das zweite Manual. Ins zweite Manual kommt noch ein weiteres Register auf einer Extralade im vorderen Raum, also da, wo der Spieltisch steht, nämlich eine Flauto amabile, 8 Fuß. Natürlich gab es auch Probleme mit dieser Windlade. Die Windlade war zwar optisch in einem tadellosen Zustand und hat auch an ihrem Ursprungsort in Heiligkreuz zuverlässig funktioniert. Da war ich ziemlich zuversichtlich, dass ich die Windlade nach der Neuverkabelung einfach einbauen kann, hatte aber dann doch ganz schön Ärger damit. Innen hat sich nämlich Schimmel gebildet. Das heißt, ich musste erstmal Anti-Schimmelmittel besorgen und mich auch erstmal einlesen, wie ich das anwenden kann. Das ist kein Spaß, bei den Elektromagneten zum Beispiel. Dadurch sind Leder und Filze getrocknet und ich musste die Ventile neu befilzen und beledern lassen, den Balg auch neu beledern lassen und den Tremolanten komplett zerlegen. Weitere Probleme waren, dass die Windlade manchmal das Tremolieren oder das Zittern angefangen hat. Also gerade wenn man einen Lauf im Bass gespielt hat, konnte man das überhaupt nicht mehr beruhigen, also nur mit Clustern, und dann ging das wieder aus. Das habe ich aber in den Griff bekommen. Ich habe nämlich Harmoniumbalgfedern gegen Pantographenfedern ausgetauscht.
Und ein Problem habe ich leider noch nicht im Griff, das ist die Windinstabilität. Wenn ich nämlich im Diskant einen Ton spiele und dazu einen Ton im Bass, dann verändert sich im Diskant die Tonhöhe und das Ganze macht das schwer zu stimmen. Das ist bis heute ungelöst, ich habe allerdings noch einen Versuch auf Lager, darüber werde ich dann auch noch berichten. So, das war's dann für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr informiert bleiben wollt, wie es weitergeht mit meiner Hausorgel, dann lasst einfach ein Abo da. Macht's gut, tschüss!